Alrighty then, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema des Videos losgehen, natürlich nochmal eine kleine Ankündigung nebenbei. Heute startet für die meisten Server der Hellevator und auch Server EU8. Und für beide Events gibt es einen jeweiligen Code, den findet ihr jetzt hier unten irgendwo im Video eingelöst. Einmal Hanrizzle-EU8 für alle EU8-Starter einlösbar bis Stufe 20 und dem 8.12. für einen Lebensrang Reittier und 100 Lucky Coins und natürlich der Hellevator, der ab Stufe 10 bei jedem Server nutzbar ist. Der bringt euch 25 Keycards, Lebenstrank, 100 Sanduhren. Könnt ihr mich also supporten, wenn ihr das möchtet, würde ich mich definitiv freuen. Und natürlich auch kleine Anmerkung an der Stelle, ihr solltet in den offiziellen Streams vorbeischauen, bei allen Streams, die drop-berechtigt sind, denn man kann ja auch Keycards in Twitch-Drops bekommen. Ich weiß zwar nicht wie viele, aber ich hoffe, dass es ein paar sind, dass sich das lohnt. Meistens lohnt es sich ja wirklich für die meisten und ja, dann habt ihr einfach mehr davon, egal ob Pilzer oder Free-to-Play-Spieler, ist ja für alle sehr, sehr interessant. Und darüber hinaus gibt es natürlich seit donnerstags bereits die 20% Pilz-Aktion, falls ihr es nicht gesehen habt, im homesfgame.net Shop. Da könnt ihr euch diese Pilze auch gönnen, je nachdem, normale Pakete oder auch Special-Pakete. Wenn ihr die noch nicht freigeschalten habt, dann sind die auch nutzbar. Und wenn ihr die kaufen wollt, könnt ihr eben auch Creator-Code eingeben, unter anderem auch Hanrizzle, um mich zu supporten mit allem rund um Shakes and Fidget, ob eigenes Gameplay, Giveaways, was auch immer. Ja, mit 5% Umsatzbeteiligung wäre sehr, sehr geil, aber ihr könnt natürlich auch gerne einen der anderen gängigen Creator-Codes nutzen. Und hier auch ein kleiner Hinweis, es ist nächste Woche Black Week allgemein, ne? Und im letzten Jahr gab es sogar 33% auf die Pilze. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder passiert, aber falls ihr jetzt überlegt, ob ihr jetzt dieses Wochenende einkauft oder vielleicht nächstes Wochenende, also wenn ihr nicht die Chance habt, in beiden einzukaufen, ne, dann kann man sich überlegen zu warten, aber wie gesagt, es steht jetzt noch nicht fest, ob wieder so eine Aktion mit noch mehr Pilzen fürs gleiche Geld kommt. Ja, müsst ihr also selbst überlegen. Ja, aber es ist klar, EU8 startet, die Hellevator starten und ja, ich werde auf einigen Servern im Hellevator auf jeden Fall wieder versuchen zu pilzen. Ich bin sehr gespannt über das neue Update, wo ja gestackt wird, ne? Ihr wisst, klar, The Power of Chocolate ist ganz interessant. Das Video ist nochmal unten auch verlinkt in der Videobeschreibung. Schokolade als Süßigkeit, sehr geil für mehr Boni und auch für die Held-Token. Ist eigentlich ein Must-Have für alle Pilzer, um sich selber zu pushen und auch natürlich die Gilde bestmöglich zu supporten. Und wenn man die geil stacken kann, ist es vielleicht sogar noch besser als bisher. Ich werde das auch in meinen Hellevator Runs dann auf jeden Fall auch begutachten. Ja, und ein Server, der eigentlich so auch so ein bisschen immer so ein Special Highlight war für den Hellevator, war Server 7 Deutschland oder ist Server 7 Deutschland. Und da ja, wird es allerdings zu Ende gehen, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch passiert, vor dem eigentlichen Hellevator oder erst nach dem Hellevator jetzt. Aber The Hellevators wird sich über kurz oder lang auflösen. Das Projekt war angedacht bis zum 15.04. alle eigentlich. Und das wird jetzt eher aufgelöst werden. Also die Hellevators wurden gegründet von Dreamscape unter anderem als Aufhol-Gilden-Projekt 50 Berserker, die eben auf einem damals sehr starken Hellevator-Server aufholen wollten und ja, letztendlich hat das eigentlich auch gut funktioniert. Die Gilde ist so jetzt im Rangbereich Rang 11, weil man halt natürlich auch noch nicht so viel Ehre gefarmt hat, also wir sind stärker als das, ist ganz klar. Allerdings hat sich auch im Hellevator ergeben, dass wir eben Rang 3 werden konnten. Wir hatten sehr gute Performances mit 2,5 Millionen Held-Token in der Gilde. Aber seitdem der Berserker natürlich genervt wurde, war die Grundstimmung auch gegenüber dem Projekt nicht mehr so gut. Es sind einige Spieler auch mittlerweile nicht mehr aktiv, die das Projekt wirklich gelebt haben. Und das hat eben dazu geführt, dass eben auch dann die Gildenleitung gesagt hat oder eine Umfrage gemacht hat, wer will überhaupt weiterspielen, wer will vielleicht nur das Projekt spielen, wer will aufhören. Und ja, es werden wahrscheinlich die Spieler, die jetzt noch auf
kurzer Sicht weiterspielen, auf eine Gilde aufgeteilt und die Spieler, die langfristig spielen wollen, auch auf eine andere Gilde aufgeteilt werden. Und so wird sich das mehr oder weniger auflösen. Und ja, ich muss sagen, ich habe das Ganze ja ein bisschen auf YouTube auch begleitet und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil es eben auch ein bisschen was anderes war. Es war jetzt kein Char, wo ich extrem viel machen musste. Ich habe meinen Char jetzt auch nicht jetzt auf Biegen und Brechen effektiv gespielt. Also der ist schwächer fürs Level, aber ja, ist halt schade, dass es natürlich dann jetzt zu diesem dann doch etwas vorzeitigerem Ende kommt und dass man nicht die Chance hatte, auf die 1 zu kommen. Aber ja, was für den einzelnen Berserker jetzt gar nicht so schlimm war, dieser Nerf, der sicherlich auch notwendig war, ist es halt für eine Gilde mit 50 Berserkern extrem ja, schwierig gewesen, weil eben der Elevator auch sehr viele Magier beinhaltet und die Idee war natürlich, den Berserker mit seiner damaligen Fähigkeit zu nutzen, auch gegen Magier seine, ja, sage ich mal, Fähigkeiten zu nutzen, um eben die Chance zu wahren, auf so einem alten Server innerhalb kürzester Zeit auch die 1 anzugreifen. Und das ist dann halt nicht möglich, auch immer noch nicht möglich, selbst wenn alle 50 Spieler die Chars wirklich sehr gut gespielt hätten. Also dann, ja, vielleicht wäre es möglich, keine Ahnung, aber es ist doch deutlich schwieriger geworden. Und ja, deshalb wird es auch mein wahrscheinlich letztes Video zu diesem Projekt sein, zu dieser Playlist, zu diesem Thumbnail. Das war ja alles separat. Das mache ich ja gar nicht so häufig tatsächlich. Möchte mich aber bedanken dafür, dass ich dabei sein durfte, das begleiten durfte. Man hatte auch gerade natürlich zum Start des Events viele Spieler auch mal kennengelernt, die man so noch gar nicht kannte. Klar, in den letzten Monaten war das jetzt auch nicht so, dass ich mich da jetzt aufgedrängt habe. Ich vermute auch nicht, dass viele Spieler aus der Gilde, die jetzt noch aktiv sind, das hier auch sehen werden, weil man halt dann darüber hinaus jetzt nicht so viel Kontakt hatte. Aber es hatte mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich war, wie gesagt, nicht der Vorzeigespieler, aber ich habe im Elevator schon versucht, Gas zu geben. Also gerade beim letzten Elevator, da habe ich das dann, denke ich, auch sehr gut gemacht und würde ich es auch jetzt nochmal machen. Und wir werden sehen. Also ich gehe davon aus, dass ich diesen Char jetzt irgendwann auch nicht mehr weiterspiele im nächsten Jahr. Bisher ging es jetzt noch. Ich habe jetzt manchmal halt nur tatsächlich über den Adventure Matic gespielt, den ich jetzt eigentlich zuletzt gar nicht mehr aktiviert habe, weil ich die letzten Tage tatsächlich dann doch selber meine meine Dings gemacht habe. Aber ja, also da ist natürlich die Wochen zuvor hin und wieder auch mal nichts passiert. Ne? Also deshalb, ja, hole ich jetzt noch so ein bisschen was raus, um eben im Elevator performen zu können. Aber macht mir da jetzt auch nicht so den Druck. Das war ja auch nie angedacht, dass man da so krass hinterher sein muss. Ich werde noch mal ein paar Pilze einsetzen hier, ganz klar, für die nächste zukünftige Zeit. Aber ja, ein bisschen was hatte ich schon gemacht. Ein kleines bisschen. Gleich geht auch noch ein bisschen mehr. Und ja, deshalb nochmal offiziell großes Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und ja, würde sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Start zum Elevator oder auch auf EU8. Und ja, würde sagen, haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.